Grüße euch, grüße euch, grüße euch, liebe Zuseher. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute geht es um ein Thema, das ziemlich interessant sein kann. Hilfe! Mein Hund ist nicht so, wie erwartet. Ja. Sie würden staunen, wie oft ich E-Mails bekomme, in welchen Leute mich fragen, wieso verhält sich mein Hund so völlig anders, als es der Rassestandard dieser Rasse beschreibt. Liebe Zuseher, bevor ich hier voll durchstarte mit diesem Video und meine Meinung dazu preisgebe, möchte ich kurz auf etwas aufmerksam machen, Ihnen eine Info präsentieren, die vielleicht dem einen oder anderen helfen könnte. Gestern habe ich ein E-Mail bekommen von der Nicole, grüß dich Nicole, im Besitz zweier wunderschöner Hoverwart-Rüden, einem 2-jährigen und einem 7-jährigen, den Colin und den Roy, einer schwarz und einer Black & Tan. Roy ist es, glaube ich, mit 7 Jahren, der wurde erst kürzlich operiert am Darm, ja, hat jetzt die Hinterhand hinten völlig abrasiert und muss natürlich einen Leckschutz tragen, um diese Naht nicht aufzuschlecken. Sie kennen das, Trichter und so Geschichten. Doch, nichts da mit Trichter. Nicole hat mir da Bilder dieses Leckschutzes geschickt für Roy und diese Bilder möchte ich Ihnen gerne zeigen. Also nicht die Bilder von Roy selbst, ich habe mir da welche aus dem Netz rausgesucht, die diesen Leckschutz darstellen, denn der ist super. Sehen Sie sich den mal an. Der ist von der Firma Kleck. Ich mache hier keine Werbung, denn die Firma Kleck zahlt keinen Cent an mich. Aber wenn Sie dadurch vielleicht etwas mehr Umsatz machen, sei es Ihnen vergönnt. Hauptsache den Hunden geht es gut. Der eignet sich ganz besonders für Operationen im hinteren Teil des Hundekörpers, wo der Hund, um mit der Zunge hinzukommen, sich verbiegen muss. Denn diese Leiste auf der Seite, wie Sie sehen, die hindert ihn daran. Also, vielleicht sollten Sie mal einen Leckschutz oder irgendetwas benötigen, bietet sich das vielleicht besser an als dieser leidige Trichter, der die Hunde doch ziemlich belastet. Ja, ich hoffe nicht, dass Sie das brauchen, aber ja, wollte das gesagt haben. Liebe Nicole, herzlichen Dank nochmal für deine Info. Ja. Liebe Grüße. Und selbstverständlich wünsche ich dir auch, dass Roy sich zu 100% wiederherstellt und noch viele, viele Jahre an deiner Seite läuft. So, nun zum heutigen Thema. Ich habe schon gesagt, um was es geht. Ja, und ich werde häufig dazu angeschrieben. Liebe Zuseher, ich sage Ihnen was. Der Rassestandard einer Hunderasse. Bei Mischlingen, beim Mixen geht es ja sowieso nicht, da erhalten Sie zumeist, wenn Sie die Elterntiere nicht kennen, eine Überraschung sei, wenn es ums Wesen geht, auch wenn es um die Anatomie geht. Man kann sich an einigen Dingen orientieren. Sie wissen schon, Länge der Wirbelsäule, Größe der Pfoten im Welpenalter und so weiter, aber ganz genau, ja, geht das beim Mixen selten, außer man kennt die Elternteile. Bei Rassehunden allerdings hat man die Chance oder die Möglichkeit, kommt man in den Genuss, eine Rassebeschreibung, einen Rassestandard durchzulesen, in welchem natürlich auch der Charakter beschrieben wird. Und in vielen meiner Videos tue ich das ja ebenfalls. Wenn es um Rassehunde geht, eigentlich in allen. Ja. Nur, ist er wirklich richtungsweisend? Ich möchte behaupten, dass das Wesen, das im Rassestandard einer Hunderasse beschrieben wird, eher nur als Orientierung zu gelten hat. Während die Anatomie eine Sache ist, die Sie zu 100% erwarten können. Es ist ganz klar, dass nicht jeder Dobermann-Rüde genauso groß ist wie der andere oder genauso schwer ist wie der andere. Aber das ist anatomisch klar erkennbar ein Dobermann. Beim Wesen sieht das anders aus. Hier würde ich sagen, dürfen Sie sich an 50% der Rassebeschreibung festklammern. Das ist die Basis, die diese Hunderasse an Charakter mitnimmt. Schauen Sie, da spielen so viele Faktoren mit, wie sich der Hund schlussendlich entwickelt. Ich bin der Meinung, es gibt da draußen schlechte Züchter, es gibt gute Züchter und es gibt exzellente Züchter. Der schlechte Züchter behandelt seine Zuchthündin, wenn ich so sagen kann, als Wurfmaschine und denen ist es völlig egal, wer der Deckrüde ist. Hauptsache die Hündin
produziert am laufenden Band Welpen. Wesen, egal, Hauptsache er kann sie verkaufen. Ja. Der gute Züchter, dem ist es nicht so egal, wie oft seine Hündin wirft, doch legt er den Fokus nicht unbedingt auf das Wesen des Partners seiner Hündin. Ihm ist es wichtig, dass der Hund klar erkennbar diese Rasse darstellt. Eventuell werden diese Welpen dann auch von diesem Züchter geprägt und so weiter. Alles passt, aber das Wesen spielt nur eine Nebenrolle. Der exzellente Züchter allerdings, der passt das sehr wohl auf. Der möchte einen klar erkennbaren Rassevertreter optisch präsentieren können, aber auch wesenstechnisch präsentieren können. Und das sind Leute, liebe Zuseher, und ich weiß das aus Erfahrung, ich weiß das aus der Praxis, die Folgendes tun. Wenn Sie zum Beispiel einen exzellenten Rottweiler-Züchter hernehmen, der eine Zuchthündin hat, die den Rassestandard sowohl anatomisch wie auch charakterlich perfekt inne hat. Und der dann die Auswahl hat, zweier Deckrüden. Einen Deckrüden, der die perfekteste Rottweiler-Anatomie vorzuweisen hat, die je das Licht der Welt erblickt hat, aber charakterlich nicht wirklich 100% dem typischen Rottweiler entspricht. Und der zweite Deckrüde ist ein Rottweiler, der optisch ebenfalls sehr schön ist, aber nicht ganz so perfekt ist wie der erste, doch den Charakter des Rottweilers perfekt inne hat. Sie verstehen schon, was ich meine. Der exzellente Züchter entscheidet sich mit Sicherheit für den zweiten Hund. Das ist so. Schauen Sie, es gibt ja da draußen auch Leistungszucht-Showlinien. Nicht bei allen Hunderassen, aber bei vielen. Deutscher Schäferhund, Riesenschnauzer, Rottweiler, Mali, Deutscher Boxer, etc. und so weiter. Es ist so, dass, ich muss aufpassen, da geht eine ganze Gang Hunde gerade vorbei in Abstand von ca. 20 Metern. Huskies. Leistungszucht. Bei den Leistungslinien wird hauptsächlich oder vorwiegend auf die Vererbung von Charaktereigenschaften gesehen. Natürlich auch auf anatomische, brauchen wir nicht drüber reden, aber hier liegt der Schwerpunkt bei der Vererbung des Charakters, während bei den Showlinien der Schwerpunkt bei der Vererbung der Anatomie steht. Das ist nun mal so und jeder, der sagt, das stimmt nicht, der lügt sich selbst an. Das ist so. Aber es gibt ja auch viele Hunderassen, wo es keine Leistungszucht und keine Showlinien gibt. Ich kann Ihnen nur Folgendes raten. Wenn Sie auf der Suche nach einem Rassehund sind, weil Ihnen der Hund anatomisch wahnsinnig gut gefällt und Sie sich auch von dem beschriebenen Charakter sehr angesprochen fühlen, dann suchen Sie sich einen exzellenten Züchter, wo Sie wissen, der ist erpicht darauf, nicht nur die Anatomie perfekt weiter zu vererben, sondern auch den Charakter. Sehen Sie sich, wenn möglich, die Elterntiere an, den Vater und die Mutter. Charakter wird vererbt, das ist nun mal so, ist ja bei uns Menschen nichts anderes. Nicht 1:1, aber wird weitergegeben, ist ganz klar. Schauen Sie, und trotzdem dürfen Sie nicht erwarten, dass wenn Sie jetzt einen Hund aus exzellenter Zuchtlinie haben, dass der Hund dann auch zu 100% diese Charaktereigenschaften vorweisen wird. Denn ich kann mir nicht einen Rottweiler aus der besten Zucht der Welt holen, den dann in den Garten rausstellen und jetzt erwarten, ja, jetzt wird er ein Top-Rottweiler, wesenstechnisch. Na, jetzt kommen Sie zum Zug. Und selbstverständlich müssen auch Sie daran mitwirken. Da an der Schraube drehen, dort an der Schraube drehen, denn der Hund hat die Basis, hat das Werkzeug, Sie müssen damit arbeiten. Drehen Sie diese Schraube zu weit auf, wieder diese Charaktereigenschaft vielleicht im Übermaß zeigen, drehen Sie hier zu wenig, kommt die gar nicht zum Vorschein und so weiter. Hundehaltung ist keine Wissenschaft. Das habe ich schon oft behauptet. Hundehaltung, richtige Hundehaltung ist keine Hexerei. Aber sie ist auch nicht so einfach, dass man sie einfach so aus den Ärmel rausbeutelt. Ja? Man braucht schon ein Gefühl. Deswegen hören Sie in meinen Videos auch unzählige Male den Ausdruck, ein Händchen für Hunde. Man braucht etwas Händchen für Hunde. Jetzt haben Sie einen Rassehund erworben aus exzellenter Zucht. Sie wissen, die Elterntiere stellen sowohl charakterlich wie auch anatomisch den perfekten Rassevertreter dar. Sie können mit einer fantastischen Basis rechnen, mit den Welpen, den Sie erwerben. Doch formen zum 100%igen Rassevertreter müssen Sie diesen Hund dann. Also so einfach ist die ganze Sache nicht, liebe Zuseher. Ja, das ist meine Meinung dazu. Wie gesagt, immer aufpassen, wo man sich einen Hund holt, von welcher Zuchtstätte man sich einen Hund holt. Nicht zu vorschnell handeln. Wenn möglich sich die Elterntiere ansehen, zeigen beide
super Wesen, mit den Besitzern sprechen, einschätzen, die Hunde, alle Hunderassen da draußen haben ihre ganz bestimmten Charaktereigenschaften. Beim Rottweiler zum Beispiel wissen wir Nervenstärke, Ruhe, Ausgeglichenheit, aber Furchtlosigkeit, ausgeprägter Wach- und Schutztrieb, nicht zu triebig, überschaubare Triebigkeit. Wenn Sie der Meinung sind, dass bei den Elterntieren Ihres zukünftigen Rottweilers erkennen zu können, dann haben Sie da schon mal eine gute Basis, möchte ich sagen. Ja, der Rest gehört Ihnen. Der Hund wird bei Ihnen groß, wird von Ihnen geprägt, wird von Ihnen erzogen, etc. etc. Wirken Sie auf den Hund ein. Ja. Garantie ist es selbstverständlich nie. Ja. Oftmals ist das Individuum Hund einfach zu stark oder die Erlebnisse, die der Hund hatte, die ihn dann in Zukunft daran hindern, gewisse Charaktereigenschaften zu entwickeln. Traumata etc. Ja. Also da kann man dann nicht zaubern, da muss man dann damit zurechtkommen. Ich könnte ein Buch davon schreiben mit Vito. Traumata und so weiter und so fort. Ja? Also wie gesagt, Garantie ist es nicht, aber wenn alles passt, Sie einen exzellenten Züchter gefunden haben, die Elterntiere top sind, dann werden Sie einen Hund zu Hause haben, der den Rassestandard des Hundes, den Sie sich ausgesucht haben, nicht nur anatomisch, sondern auch charakterlich vertreten wird, wenn Sie daran auch gekonnt und mit Gefühl mitwirken. Das ist meine Meinung zum Thema, liebe Zuseher. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.